Wie im letzten Video schon erwähnt, sind wir vom Spätzle Fritz weitergefahren zum Camping Ribera Mar. Diesen Platz habe ich ja vor etwa 2 Jahren schon mal einmal vorgestellt, deshalb gibt es hier jetzt nicht so viel Informationen über den Platz, sondern etwas mehr von der Umgebung und natürlich gibt es auch wieder Informationen, Tipps und so weiter. Herzlich willkommen dazu! Wir haben uns ganz spontan entschlossen, diesen Platz anzufahren. Er liegt an unserer Strecke. Wir haben telefoniert mit unseren Freunden Lena und Peter. Sie haben uns dann dazu ermuntert, dorthin zu kommen und sie dort zu besuchen. Und das haben wir dann umgesetzt und sind zum Campingplatz ist es, Ribera Mar gefahren. Der Campingplatz hatte noch einiges an freien Plätzen Ende Oktober. So war es für uns kein Problem, hier ohne Reservierung einen Platz zu bekommen. Für Wohnmobile über 9 Meter Länge wird es so ein bisschen schwierig hier, ansonsten kein Problem. Jetzt im November hat sich der Platz schon gut gefüllt, das habe ich mir sagen lassen. Wer nur einige wenige Tage einen Platz sucht, der wird hier noch was finden. Ich habe mir die Preisliste mitgenommen und hier sieht man die einfachen Plätze. Da geht es los ab 23 € für eine Übernachtung. Und je nach Länge, wie man bleibt, bis zu 13,50 € geht es dann runter. Bei den Premiumplätzen ist 32 € eine Nacht und 18,50 € ab 90 Nächte. Strom kommt dazu, wird nach Verbrauch berechnet. Wer diesen Campingplatz für eine längere Zeit nutzen möchte, der sollte auf jeden Fall vorher anfragen. Der Campingplatz liegt nicht weit entfernt vom Strand. Es gibt extra einen Ausgang, wo man dann auf dem kürzesten Weg am Strand ist. Der Strand ist vielleicht 200-300 Meter vom Campingplatz entfernt. Es gibt ja einen schönen langen Sandstrand zum Spazierengehen, aber es gibt auch noch Camper, die um diese Jahreszeit hier ins Wasser gehen, Ende Oktober. Die Wassertemperatur beträgt etwa 20 Grad. Mit den Füßen gehe ich auch schon mal um diese Jahreszeit ins Wasser. Hier kann man nicht nur gut an den Strand gehen, sondern hier kann man auch gut mit dem Fahrrad fahren. Und deshalb sind Lena und Peter hier in dieser Region und speziell auf diesem Campingplatz Ribera Mar. Lena und Peter sind sehr aktiv beim Fahrradfahren. Sie fahren fast täglich und dann 50 bis 70 Kilometer. Das ist natürlich schon eine stolze Leistung. So können sie uns hier einiges zeigen und wir fahren dann gemeinsam hier zum Beispiel am Meer entlang, aber natürlich nicht nur am Meer entlang, sondern auch ins Landesinnere. Und wer jetzt irgendwie sowas mal nachfahren möchte, der Peter, der ist gerne bereit, da Auskunft zu geben. Wer also Peter auf dem Platz in Ribera Mar mal sieht und eine Frage hat, darf ihn gerne darauf ansprechen. In diesem Fall sind wir in Oropesa und zwar direkt an der Promenade. Der Ort ist nur wenige Kilometer entfernt vom Campingplatz und hier kann man natürlich schön sitzen in einer Bar, was trinken und aufs Meer schauen. Auch in Spanien denkt man jetzt immer mehr an die Radfahrer. Es gibt immer mehr Radwege hier, so zum Beispiel hier auch, hat man einen Teil der Promenade abgekennzeichnet oder gekennzeichnet, um für die Fahrräder eine Bahn zu schaffen. Jetzt nochmal ein Tipp zur spanischen Gasflasche. Mich erreichen dazu immer wieder Fragen. Wichtig, es sollte nach Möglichkeit Propangas sein. Das sieht man an diesem schwarzen Ring, der um diese Flasche herum ist. Dann der Anschluss oben. Das ist der Anschluss hier, beziehungsweise die Flasche. Und hier sehen wir den Anschluss. Dieser Adapter, den kann man im Internet kaufen. Der sieht ein bisschen anders aus als meiner. Der ist schon älter, schon 20 Jahre alt. Wichtig ist, dass dieses Gewindestück vorne dran ist, wo wir dann unseren deutschen Anschluss ranschrauben können. Und dann kann man das Ganze auf die Flasche setzen
Und jetzt versuche ich das mit einer Hand, ist nicht so einfach. Man muss diesen schwarzen Ring dann hochziehen. Und wenn man ihn hochgezogen hat, dann schiebt man das Ganze über die Flasche oder über den Flaschenanschluss rüber und lässt dann den schwarzen Ring wieder los und drückt ihn dann von oben runter. Es gibt verschiedene Arten von Anschlüssen oder Adapter. Das ist einer der gängigsten, denke ich. Wichtig ist vorne das messingfarbene Gewinde. Das braucht dieser Anschluss unbedingt. Wichtiger Punkt ist auch, dieser Anschluss ist kein Regler. Von diesem Anschluss geht es dann an den Regler, der im Normalfall im Wohnmobil oder Wohnwagen verbaut ist. Diesen Anschluss kann man im Internet bestellen bei verschiedenen Online-Händlern. Der rote Knopf oben auf diesem Anschluss, damit den dreht man und öffnet damit die Gasflasche. Dann muss man natürlich, so wie es bei mir jedenfalls ist, auf diesen schwarzen Knopf drücken, um das Gas freizugeben. Sieht man gleich auch an der Anzeige, hier wird grün. Jetzt ist alles offen und ich habe Gas wieder. Wenn ich den Anschluss wieder abnehmen möchte, schließe ich oben mit dem roten Knopf die Flasche erstmal und dann ziehe den schwarzen Ring wieder hoch und kann den Anschluss komplett abnehmen. Das war nochmal so eine kurze Information zur spanischen Gasflasche. Jetzt aber wieder zurück zum Campingplatz bzw. zur Radtour, die Rita mit Lena und Peter gemacht hat. Ich war nicht dabei, ich hatte etwas wenig Zeit und mir war das auch ein bisschen zu weit, die ganze Strecke. Und somit bin ich zu Hause geblieben, habe an meinen Videos gearbeitet und die 3 sind losgefahren. Es ist eine lange Strecke, auch mit Steigungen verbunden, die Strecke, die 3 gefahren sind. Das wird man gleich sehen. Peter zeichnet diese Route und diese Tour auf. So kann man im Nachhinein nachvollziehen, wie sie gefahren sind. Ich glaube, er zeichnet das Ganze mit Komoot auf. Ja, man sieht, sind über 70 Kilometer gefahren in über 6 Stunden und haben auch einen ganz schönen Höhenunterschied überwunden. Wir sind heute auf einer kleinen Geocache-Tour und auf der Tour große Fahrräder und die großen Stühle zu finden und sind jetzt heute an dem ersten Fahrrad, dem gelben Fahrrad. Und nachher mal weitersehen, was wir noch finden. Und sag mal, wie der Ort war. Ach, der Ort heißt Vilafamés. In der Nähe von Vilafamés sind wir jetzt. Rita hat diese Aufnahmen mit dem Handy gemacht. Der Ort Vilafamés hat auch einen Stellplatz. Wer also jetzt nicht die ganze Anfahrt möchte mit den vielen Kilometern, der kann diesen Stellplatz nutzen und von hier aus starten. Und das ist dann in kürzerer Zeit und in weniger Kilometern an den Sehenswürdigkeiten. Es handelt sich um einen Stellplatz, der alles hat, also auch Dusche, Toilette, Strom natürlich auch, Ent- und Versorgung, kostet 13 € und ist ganzjährig nutzbar. Den Platz findet man auch in der App vom Camperkontakt, aber ich werde die Daten auch unter dem Video nochmal in den Text mit einfügen. Hier sieht man auf der Karte nochmals, wo der Platz genau liegt. Er ist ein bisschen weg vom Meer, aber ich denke, dort wird man, auch wenn die anderen Plätze am Meer sehr voll sind, am ehesten nochmal einen freien Platz finden. Die 3 hatten einen schönen, aber anstrengenden Tag. Jetzt nochmal ein technischer Tipp, und zwar, wenn man auf einem Campingplatz ist oder Stellplatz, wo der Strom nach Verbrauch geht, man aber selber nicht einsehen kann, wie viel man gerade verbraucht oder verbraucht hat, dann gibt es die Möglichkeit, das mit einer WLAN-Steckdose zu messen. Diese Steckdose gibt es im Internet von der Firma Tapo, kostet circa zwischen 8 und 10 €. Dazu braucht man die App von Tapo, die kann man sich kostenlos im Store runterladen. Man braucht dazu natürlich ein WLAN-Netz. Wer sowas im Wohnmobil hat, der kann das dann auch nutzen. Zu Hause ist das natürlich auch möglich, das Ganze zu nutzen. Und dann verbindet man diese Steckdose mit dem WLAN-Netz und ja, dann kann es im Prinzip schon losgehen. Es liegt eine Anleitung dabei, sodass man da nachlesen kann, wie das funktioniert mit dem Verbinden des WLANs. Auf der Verpackung sieht man die genaue Bezeichnung Tapo P110.
Kann man im Internet bestellen, gibt es auch bei Amazon. Wenn man die WLAN-Verbindung hergestellt hat mit der Steckdose, dann das Ganze verbindet mit dem Wohnmobil oder dazwischen steckt eine Zuleitung, dann kann man die App öffnen und man sieht, was man gerade aktuell verbraucht. Man kann den Tagesverbrauch sehen, den aktuellen Verbrauch und auch den Monats- und den gesamten Verbrauch. Ist vielleicht dann interessant, wenn man 4 kW zum Beispiel auf einem Campingplatz frei hat. Wenn man das nicht überschreiten möchte, dann kann ich genau vorher sehen, wie viel ich noch verbrauchen darf oder wie viel ich schon nachzahlen muss. Dieser Stecker hat auch andere Möglichkeiten, die man nutzen kann, zum Beispiel einen Zeitplan, Zeitschaltuhr und so weiter. Und oben rechts sehen wir an Aus, dort kann man diesen Stecker dann oder die Zuleitung dann aus- und einschalten. Das war mal so ein kleiner Ausflug in die Technik. Zurück geht's zu unserem Campingplatz. Und hier haben wir noch eine weitere schöne Fahrradtour gemacht zu einem Restaurant mit einem Blick oder mit einem schönen Blick aufs Meer. Und zwar an die Tunnel Beach. Das sind etwa 17 Kilometer vom Campingplatz dorthin. Und wir sind mit einer kleinen Gruppe von 10 Personen dorthin gefahren. Es kommt ja immer mal wieder die Frage, was macht ihr so den ganzen Tag, wenn ihr dort in Spanien seid? Und hier sieht man, was wir so machen. Und wir sind wesentlich aktiver hier in Spanien, gerade in den Wintermonaten, als zu Hause in Deutschland. Auch das ist ja ein Thema. Wir haben hier in Spanien in den Wintermonaten wesentlich mehr Kontakte zu anderen Menschen, als wenn wir in Deutschland wären. Das bestätigen mir auch andere Camper. Es geht auch nicht immer darum, hochtrabende Gerichte oder Speisen zu essen, sondern manchmal tun es auch einfache Dinge. Es geht um die Unterhaltung, um die Gesellschaft und hier den schönen Ausblick aufs Meer. Und dann muss man auch berücksichtigen, alle Personen, die hier mitgefahren sind, sind über 70 Jahre, denke ich jedenfalls. Einer oder 2 waren dabei, die waren auch schon über 80. Also ich denke mal so, Camping hält jung. Und dann, wenn man Lust hat, setzt man sich am Abend noch mit seinen Freunden zusammen, trinkt was und unterhält sich. Und in diesem Fall haben wir uns von Lena und Peter verabschiedet. Acht Tage waren wir auf dem Camping Ribera Mar und jetzt geht's weiter und jetzt geht es nach Benidorm. Dort wollen wir zu einem relativ neuen Campingplatz. Den möchte ich euch aber dann im nächsten Video vorstellen. Gern dürft ihr mir in den Kommentaren wieder Anregungen geben, über was ich noch alles berichten soll. Oder wenn ihr Erfahrungen habt mit Dingen, die ich hier gezeigt habe, dürft ihr auch gerne schreiben. Ich freue mich drauf. Ja, das soll es mal wieder gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, bye bye, bis zum nächsten Mal.